besiegten Mächte, vor denen selbst die modernsten Armeen zitterten. Sie verteidigten nicht nur ihr Land, sie waren die Verkörperung des Krieges selbst. Die Comanchen, die das mächtige spanische Weltreich im Alleingang stoppten. Die Irokesen, die lautlosen Attentäter der Wälder. Und die Apachen, die sich weigerten, jemals aufzugeben. Heute tauchen wir ein in die wahre Geschichte dieser 3 gefürchteten Stämme, denen selbst ihre Feinde Respekt zollten. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Wir beginnen unsere Liste mit den Comanchen, die von den Spaniern als Barbaren des Nordens bezeichnet wurden, deren Name in ihrer eigenen Sprache jedoch schlicht Feind bedeutet. Als die Spanier im 16. Jahrhundert Pferde nach Amerika brachten, begingen sie einen Fehler, der den Lauf der Geschichte verändern sollte. Denn die Comanchen nutzten diese Tiere nicht nur als Transportmittel, sie verschmolzen förmlich mit ihnen. Ein Comanche-Kind lernte das Reiten, noch bevor es richtig laufen konnte. Für sie war das Pferd kein Werkzeug, sondern eine Verlängerung ihres eigenen Körpers. Und das wurde auf dem Schlachtfeld zum absoluten Albtraum für ihre Feinde. Stellt euch vor, eine Pferdeherde galoppiert im vollen Tempo auf euch zu, doch die Sättel scheinen leer zu sein. Während ihr noch verwirrt seid, taucht plötzlich ein Krieger unter dem Hals des Pferdes auf. Er hält sich nur mit einer Ferse am Sattel fest und feuert unter dem Hals des Tieres hindurch einen Pfeilhagel auf euch ab. Selbst die besten Soldaten jener Zeit mit ihren Gewehren waren gegen diese Geschwindigkeit machtlos. Während ein Soldat sein Gewehr ein einziges Mal nachlud, konnte ein Comanche 20 Pfeile mit tödlicher Präzision abfeuern. Sogar die berühmten Texas Rangers wurden ursprünglich nur gegründet, um mit ihnen fertig zu werden. Doch selbst sie mussten ihre Einzelschussgewehre gegen die schnellen Colt-Revolver eintauschen, um überhaupt eine Chance gegen die Geschwindigkeit der Comanchen zu haben. Die Dominanz der Comanchen war so erdrückend, dass sie die Expansion des mächtigen spanischen Weltreichs nach Norden im Alleingang für ganze 50 Jahre stoppten. Weder Spanier noch Franzosen oder Amerikaner. Lange Zeit wagte es niemand, ihr Land, die Comancheria, zu betreten. Ihre Feinde nannten sie die Schlange, denn man wusste nie, wann und von wo sie zuschlagen würden. Wir lassen die weiten Ebenen hinter uns und betreten die dichten, unheimlichen Wälder des Nordens, das Reich der Irokesen. Wenn die Comanchen für Geschwindigkeit stehen, dann stehen die Irokesen für Disziplin und Gnadenlosigkeit. Sie waren keine verstreuten Stämme, sondern eine gewaltige Konföderation aus 5 Nationen, organisiert wie das Römische Reich mit einer eigenen Verfassung. Sie nannten sich selbst das Volk des Langhauses, Haudenosaunee. Ihre Feinde jedoch gaben ihnen den Namen die Klapperschlange. Der Grund war einfach. Sie näherten sich lautlos und schlugen im unerwartetsten Moment tödlich zu. Die Kriegstaktik der Irokesen verwandelte die Stille des Waldes in eine Waffe. Während das Laden von Musketen Zeit kostete, konnten die Irokesen ihre Kriegsbeile, die Tomahawks, mit tödlicher Geschwindigkeit werfen. Französische Soldaten lagen oft schon am Boden, bevor sie überhaupt begriffen, was geschehen war. Doch das Furchteinflößendste an den Irokesen war nicht das Schlachtfeld, sondern das, was danach kam. Sie hatten eine Tradition namens Trauerkriege. Um die Geister gefallener Freunde zu besänftigen, entführten sie Feinde und stellten sie vor die Wahl. Entweder wirst du Teil unseres Stammes oder du stirbst einen qualvollen Tod. Für die Gefangenen
begann ein Albtraum, bekannt als das Spießrutenlaufen. Sie mussten durch eine Gasse rennen, gesäumt von 2 Reihen Irokesenkriegern, die mit Keulen, dornigen Zweigen und Steinen bewaffnet waren. Wer fiel, starb. Wer jedoch den Lauf überstand, wurde in den Stamm aufgenommen. Das war nicht nur körperliche Folter, sondern psychologische Zerstörung. Ihre militärische Macht war so groß, dass sie ihre Feinde, die Huronen, fast vollständig von der Landkarte tilgten. Sie waren die wahren Herrscher der Wälder. Wir verlassen die dunklen Wälder und begeben uns in die unbarmherzige Hitze des Südwestens, wo selbst der Boden zu brennen scheint. Hier treffen wir auf den größten Albtraum der US-Armee, die Apachen. Sie verließen sich nicht auf große Armeen wie die Irokesen oder auf riesige Pferdeherden wie die Comanchen. Sie hatten nur eine einzige Superkraft, die Kunst des Überlebens. Ein Apache-Krieger konnte einen Schluck Wasser in den Mund nehmen und ohne ihn herunterzuschlucken unter der sengenden Sonne 100 Kilometer weit laufen. Sie kämpften nicht gegen die Natur. Sie wurden zur Natur. Die amerikanische Armee setzte modernste Waffen, Kanonen und Telegrafenleitungen gegen sie ein. Aber man kann keine Geister erschießen. Ein Apache konnte stundenlang regungslos hinter einem Kaktus oder unter einem Stein verharren. Feindliche Soldaten ritten oft direkt an ihnen vorbei, ohne auch nur zu ahnen, dass sie beobachtet wurden. Der berühmteste ihrer Anführer, Geronimo, hielt mit nur 30 bis 40 Kriegern monatelang sowohl die 5000 Mann starke US-Armee als auch 3000 mexikanische Soldaten in Atem. Denkt darüber nach. 2 staatliche Armeen gegen nur 40 Männer. Es dauerte fast 30 Jahre, sie zu fassen. Und selbst als sie sich schließlich ergaben, konnten die amerikanischen Generäle nicht anders, als dieser übermenschlichen Ausdauer Respekt zu zollen. General Crook beschrieb die Apachen mit einem Satz, der in die Geschichte einging. Sie sind die Tiger der menschlichen Spezies. Die übernatürliche Geschwindigkeit der Comanchen, die eiserne Disziplin der Irokesen und der ungebrochene Widerstand der Apachen. Diese 3 Stämme mögen ihr Land verloren haben. Doch sie hinterließen einen so tiefen Eindruck in der Geschichte, dass selbst ihre einstigen Feinde nicht aufhören konnten, ihnen Respekt zu zollen. Ist es ein Zufall, dass heute die modernsten und tödlichsten Kampfhubschrauber der Welt Namen wie Apache, Comanche oder Lakota tragen? Nein, das ist der stählerne Beweis für die Ehrfurcht vor einem Gegner, dessen Geist man auf dem Schlachtfeld niemals brechen konnte. Nun frage ich euch, wenn ihr ein Soldat jener Zeit gewesen wärt, vor wem hättet ihr am meisten Angst gehabt? Vor dem Pfeilhagel auf den Ebenen der Comanchen, vor den Äxten in den dunklen Wäldern der Irokesen oder vor den unsichtbaren Geistern in den Wüsten der Apachen? Schreibt eure Antwort unten in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, um nicht in den staubigen Seiten der Geschichte verloren zu gehen. Bis zur nächsten Akte.